Diese Seite ist bei Google um eine einzige Position gefallen, von 5 auf 6,1 und hat dabei 83% ihrer Klicks verloren. Das Problem ist nicht der Absturz. Das Problem ist, dass du ihn nicht siehst. Deine Google Search Console hat diese Daten. Sie zeigt dir für jede Seite die Position und die Klicks und sie zeigt dir auch den Vergleich zum Vormonat. Aber immer nur für eine Seite. Bei ein paar Dutzend Keywords geht das noch. Bei ein paar hundert sitzt du Tage daran. Deshalb machen wir das anders. Search Console mit Rank Credits verbinden, Domain auswählen, Scan starten. Der Report vergleicht die letzten 30 Tage mit den 30 Tagen davor. Für alle Keywords gleichzeitig. Excel herunterladen, öffnen und rein in den Tab Content Decay. Hier stehen die Keywords, die in den letzten 30 Tagen Klicks oder Rankings verloren haben. Das sind mehrere hundert Zeilen. Jede einzelne davon hättest du in der Search Console von Hand vergleichen müssen. Die Farben sortieren vor. Gelb heißt beobachten, lila heißt Warnung, rot heißt kritisch, Matratze entsorgen. Vor 30 Tagen stand die Seite auf Position 10,1, jetzt auf 11,7. Das klingt nach wenig. Ist es aber nicht, das ist der Sprung von Seite 1 auf Seite 2. Die Klicks sind von 17 auf 8 gefallen, über die Hälfte weg. Eine Zeile tiefer, wie helfe ich einem Messi? Von Position 6 auf 7,6, immer noch Seite 1. Trotzdem über 50% weniger Klicks. Und dann Markise entsorgen. Von Position 5 auf 6,1, eine Position. 83% der Klicks weg. Warum das passiert, sagt der Report nicht. Es kann an einem stärkeren Wettbewerber liegen, an veralteten Inhalten, an KI-Antworten über den Ergebnissen. Was er dir sagt, ist, bei welchen Seiten es passiert. Und das ist der Teil, den du ohne diesen Vergleich gar nicht erst mitbekommst. Der Link steht in der Beschreibung. Kein Abo, keine monatliche Gebühr. Du zahlst nur, wenn du wirklich scannst. Und dein erster Scan im Monat ist gratis. Schau nach, welche deiner Seiten gerade leise Traffic verlieren.